Schönen guten Tag. Heute möchte ich Sie wieder einladen, mit mir das Thema Cybersecurity ist kein Voodoo etwas weiter zu differenzieren. Ich möchte heute Sie einladen, mit mir in die Normenwelt abzutauchen. Was brauchen wir, um RED Artikel 3.3, also RED Cybersecurity, bezüglich der Normenwelt bewerten zu können. Ich habe hier mal eine Flipchart und möchte das anhand der Flipchart ein bisschen darstellen. Es gibt nämlich eine Vornorm. Diese Vornorm ist die PREN 18031. Wie der Name schon sagt, ist eine Vornorm. Sie ist noch nicht harmonisiert. Aber sie soll bis zum 1. August 2024 harmonisiert sein. Also für uns sehr wichtig, um RED Artikel 3.3 richtig bewerten zu können. Zu dieser Vornorm gibt es Differenzierungsbereiche. Und zwar, wie Sie sich erinnern, beim Thema Risikobewertung hatten wir den Punkt D, nämlich die Netze. Und dementsprechend gibt es sie jetzt auch in der 18031, die nennt sich 18031-1. Genauso hatten wir das Thema personenbezogene Daten, nämlich E, personenbezogene Daten. Auch hier gibt es eine Norm, die nennt sich 18031-2. Und als letztes F hatten wir die Finanzdaten und das ist die Strich 3. Also wir haben jetzt für den Artikel 3.3 DEF, für jeden Bereich haben wir einen eigenen Standard. Dieser Standard sagt erstmal aus, welche Anforderungen auf Sie zukommen. Es sagt aber nicht aus, welche Testcases Sie für diese Anforderungen brauchen. Für die Testcases müssen wir zurückgreifen auf die Standards, die wir derzeitig haben. Das ist die EN 303645. Das ist die IoT-Norm oder auch Haushaltsnorm zu dem Thema. Und wir haben natürlich auch eine Industrienorm, die nennt sich IEC 62443. Und jetzt ist ganz wichtig, das ist die 4-2, weil diese 4-2, die behandelt jetzt den Punkt Produkte in der Normenreihe IEC 62443. Also das hier ist jetzt ein Überblick über Artikel 3.3 zum Thema RED, Radio Equipment Directive. Das nächste Mal gehe ich ein, wie wir jetzt von dem Standard runterbrechen auf die Anforderungen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. In dem Sinne, Cybersecurity ist kein Voodoo. Bis zum nächsten Mal.